Wieder und wieder. In der Aussprache hört man keine Unterschiede, aber in deren Bedeutung in der deutschen Sprache und deren Verwendung sind gravierende Unterschiede. Der kleine, aber feine Unterschied, der euch sicherlich nach diesem Video bewusst ist. Ich habe für euch Fragen zusammengestellt und wir schauen, was ihr bereits über diese beiden Wörter wisst. Welches Wort beschreibt eine Person, die sich hartnäckig weigert, das zu tun, was von ihr verlangt wird? Antwort A: zuwider. Antwort B: widersprüchlich. Antwort C: widerspenstig. Oder Antwort D: widerwillig. Welches ist hier die richtige Antwort? Und die sagt euch bitte laut vor, damit ihr auch etwas von diesem Video mitnehmen könnt und etwas lernt. Die Aussprache ist im Übrigen auch sehr wichtig in der deutschen Sprache und das kann man auch lernen, wenn man sich die Lösung laut vorsagt. Und was habt ihr gesagt? 10 Sekunden sind um und die richtige Lösung ist Antwort C, ihr Lieben. Wenn ihr Antwort C gerade gesagt habt, widerspenstig, dann ist das die richtige Antwort gewesen. Jawohl, das ist dieses Adjektiv widerspenstig, da sich dann eine Person sträubt, etwas durchzuführen oder vielleicht sogar ein bisschen ungehorsam ist, diese Aktion doch bitte durchzuführen, weil sie diese Aktion durchzuführen hat. Und ein Ungehorsam dann hier als widerspenstig gilt. Denkt an den Esel, der keine Lust hat, sich vor den Karren spannen zu lassen. Die meisten Esel bleiben dann stehen und haben keine Lust, sind ungehorsam, trotzig und bockig. Genau das ist der Unterschied dann, wenn man hier widerspenstige oder hartnäckige Personen hat oder auch Tiere hat, jawohl, die das Ganze dann einfach verweigern. Den Dienst möchte ich bald sagen, verweigern. So sieht es aus. Und der Esel ist einfach das Tier, was sich dann wirklich, und das wissen sehr viele Leute, nicht am Strick oder an der Leine führen lassen will. Und dann bockt er ganz, ganz doll herum. Und das geht manchmal nur mit einer kleinen Belohnung, wie wir gerade gesehen haben. Kommen wir zur nächsten Frage, die ich für euch hier habe. Und wir haben hier einmal, wir ergänzen nun den Satz im richtigen Kasus. Das lügenhafte Verhalten ist mein Vater zutiefst zuwider. Wäre Antwort A. Oder Antwort B. Das lügenhafte Verhalten ist meinen Vater zutiefst zuwider. Oder ist es die Antwort C, das lügenhafte Verhalten ist meinem Vater zutiefst zuwider? Oder ist es die Antwort D, das lügenhafte Verhalten ist meines Vaters zutiefst zuwider? 10 Sekunden bekommt ihr von mir wieder, um euch zu überlegen, was ist wohl die richtige Antwort hier. Und wenn ihr es wisst, sagt's euch laut vor, sprecht's am besten auch aus, das Wort, damit ihr euch selber auch hört und gleich noch ein wenig Lerneffekt mitnehmt. So, meine Lieben, habt ihr euch das laut vorgesagt? Das ist sehr schön. Dann kommen wir zur Lösung. Es ist natürlich die Antwort C ist hier richtig, jawohl. Zuwider verlangt schon den Kasus Dativ. Damit ist es mehr oder weniger schon sofort erfüllt, dass wir den Kasus Dativ hier erst einmal so verwenden. Und der Satz lautet komplett, das lügenhafte Verhalten ist meinem Vater zutiefst zuwider. So wäre der Satz grammatikalisch richtig und auch den Regeln getreu der deutschen Sprache, das zuwider hier den Kasus Dativ verlangt. Das wäre einmal die richtige Satzkonstruktion, die man so bauen kann. Und wir wissen alle oder wir wissen es, dass ebenfalls auch die Möglichkeit bestünde, dass wir auch das Ganze mit dem Kasus Genitiv hier sprechen könnten,
Also, das lügenhafte Verhalten ist meines Vaters zutiefst zuwider. Das verwenden wir allerdings nicht so oft, da wir schon alleine diese Regel hier haben. So wissen wir, dass wir, wenn wir das Wort zuwider in einem Satz haben, dann uns im Kasus Dativ bewegen. Der Genitiv wird dann dadurch nicht so häufig gebraucht. Und hier ist es ebenfalls so, dass wir unsere Fallfindungsfrage genauso gestalten können, dass wir uns wiederum im Kasus Dativ bewegen und das auch erfragen können, wem oder was ist es zuwider? Und damit kann ich natürlich antworten, meinem Vater ist es zuwider oder zutiefst zuwider. So sieht es aus und zuwider bedeutet hier gegen etwas sein, eine gewisse Ablehnung für etwas haben oder auch, ich möchte sagen, bei der Durchführung oder vor der Durchführung unangenehme Gefühle haben, dass das wohl nicht richtig ist, dass ich das machen möchte, dass ich das machen muss. Also ich bin erstmal dagegen, das möchte ich nicht machen, das wäre mir schon fast dann zuwider, dass ich das Ganze mache. Und wenn es zutiefst zuwider ist, dann möchte ich noch einmal weniger das Ganze durchführen. So, die nächste Frage kommt jetzt hier bitte. Und die nächste Frage lautet, was ist die Bedeutung von widersprüchlich? A. Jemand, der sehr laut schreit. B. Etwas, das man nur unter Zwang tut. C. Dinge, die nicht logisch vereinbart sind. Oder ist es etwas, das körperlichen Ekel auslöst? Widersprüchlich. Was bedeutet dieses Wort? Eine Antwort aus meiner Auswahl ist nur richtig und ihr könnt euch die wiederum laut vorsagen, damit ihr einen gewissen Aussprache-Lerneffekt mitnehmen könnt. Deswegen ist es immer wichtig, dass man das Ganze laut sich vorsagt. Und, was habt ihr euch vorgesagt? Widersprüchlich ist die Antwort C, möchte ich bald behaupten. Die Antwort C ist hier Dinge, die nicht logisch vereinbart sind, die schon konträr sind, möchte ich bald sagen. Gegeneinander ist es auffassende, ist tatsächlich aufweisende, gar definitive Widersprüche. Das stimmt irgendwie nicht ganz, es passt alles nicht und das ist dann widersprüchlich. So sieht es aus. Und die Antwort C hatten wir richtig hier. Antwort C war richtig. Und die nächste Frage kommt nun. Welches Wort passt am besten? Wieder habe ich hier einen Füllsatz und welches Wort passt hier rein? Nach langem Zögern gab er widerspenstig seine Zustimmung? Oder ist es die Antwort B, nach langem Zögern gab er widerlich seine Zustimmung? Oder ist es Antwort C, nach langem Zögern gab er widerwillig seine Zustimmung? Oder ist es die Antwort D, nach langem Zögern gab er zuwider seine Zustimmung? Welches ist hier richtig? Der Wörter, die ich hier in der Auswahl habe, ein einziges ist nur richtig für unseren Satz. 10 Sekunden habt ihr wieder. Und bitte, bitte die Lösung laut vorsagen. So wäre es dann richtig, ihr Lieben. Und habt ihr es rausgefunden oder gar gewusst? Ja, das wäre natürlich noch besser. Und ich sage euch, was hier richtig ist. Am besten passt in unseren Satz Antwort C. Widerwillig gab er seine Zustimmung dafür. Ja, so ist es richtig. Nach langem Zögern gab er widerwillig seine Zustimmung. Jawohl, man möchte es eigentlich nicht tun, tut es aber trotzdem, weil man vielleicht lange genug gesagt bekommen hat, dass man hier das bitte so machen soll oder bestätigen soll und man tut es dann trotzdem aber doch durchaus immer noch sehr, sehr ungern. Widerwillig gibt man seine Zustimmung für etwas, was man nicht denkt, was funktioniert oder was man gar nicht möchte. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Und wir schauen uns die Frage an, welches ist hier richtig geschrieben? Wie schreibt man das Wort korrekt, das Extremen
Abscheu oder Ekel ausdrückt? Ist es die Antwort A, widerwärtig? Ist es die Antwort B, widerwärtig? Ist es die Antwort C, widerwärtig? Oder ist es die Antwort D, widerwärtig? Und ihr seht, selbst wenn es falsch geschrieben ist, hört es sich fast alles gleich an. Und welche Antwort ist richtig? Und ihr könnt euch das nun laut vorsagen. Danach präsentiere ich euch sehr gerne gleich die Lösung dazu. Und jetzt ist es soweit, jawohl, die Lösung dazu habt ihr sicherlich laut gesagt. Die Lösung ist die Antwort B, bitte. Widerwärtig. Gegen etwas sein, was man zum Beispiel gerade sieht. Das ist dann widerwärtig. Und da schreibt man bitte widerwärtig, so wie es hier oben geschrieben ist, dass man gegen etwas ist. Ich kann bitte nicht widerwärtig mit IE schreiben. Das wäre dann bitte nicht richtig, denn wenn ich etwas, also kontra, irgendetwas bin, gegen etwas bin, dann schreibe ich das Ganze bitte nur mit I. So drückt ihr aus, dass ihr gerade etwas widerwärtig findet. Ihr findet also die Gegenwart von diesem kleinen Tier. Ihr seid dagegen, ihr mögt das nicht, ihr nehmt Abstand dazu und ihr findet das als höchst unangenehm, dieses Tier zu sehen oder gar zu beobachten. Widerwärtig, sagen viele Leute, die eine große Spinne zum Beispiel sehen. Deswegen habe ich das Tier genutzt. Dadurch, dass viele Angst davor haben. Wieder nur mit I ist gegen etwas sein, wieder mit IE ist noch einmal zeigen. Das wäre noch einmal, ja, immer wieder. Noch einmal zeigen und dann wird wieder mit IE geschrieben. So ist es richtig. Und das ist tatsächlich, dass ihr eine Empfindung habt, die ihr gerne widerstreben möchtet, ja, oder der ihr gerne widerstreben möchtet und die als höchst unangenehm empfunden wird. Wahrhaft, so ist es. Zur nächsten Frage. Das nächste ist hier, was ist das Gegenteil von widerlich? Ist es Antwort A, widerwillig? Ist es Antwort B, widerspruchslos? Oder ist es Antwort C, wiederholbar? Oder ist es Antwort D, köstlich? Was ist hier bitte die richtige Antwort? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit dafür. Sagt's euch laut vor. Am besten ist der Lerneffekt, wenn ihr euch das Wort laut vorsagt, dann könnt ihr das hier mitnehmen von diesem Video. Und habt ihr euch so laut vorsagen können? Dann kommen wir zur Lösung. Das Gegenteil von widerlich ist köstlich. Aus dieser Auswahl passt kein anderes Wort besser als Gegenteil für das Wort widerlich ist hier Antwort D, köstlich. Wahrhaft, so ist es. Köstlich ist das Gegenteil dazu. Und hier haben wir widerlich, wird oft als Ekel, hatten wir gerade schon einmal, ja, oft auch beim Essen zum Beispiel, wenn man etwas nicht mag oder es ist ganz arg versalzen, dann kann das Essen schon mal ganz gerne widerlich schmecken, weil das Salz dann sehr, sehr stark auf der Zunge tanzt und das ist dann widerlich. Wenn man allerdings alles richtig gemacht hat und das Essen schmeckt gut, es ist nicht versalzen und es ist alles frischester Zusammenstellung, dann ist es köstlich. Und köstlich ist sowas wie ein hoher Genuss. Sehr gut schmeckt uns das und das ist wirklich köstlich. Aber das Wort köstlich kann man ebenfalls auch benutzen oder verwenden, wenn wir zum Beispiel eine schöne Show haben, wo wir zum Beispiel herrliche Witze hören und auch gelungene, intelligente Sprüche hören, dann können wir sagen, ich bin so amüsiert, diese Show ist so köstlich. Der Mensch, der da spricht, herrlich, unterhaltsam, köstlich, amüsant und alles, was man hier an positiven Dingen sagen kann dazu. Jawohl. Widerlich, Gegenteil dazu ist köstlich.
So sieht's aus, ihr Lieben. Weiter geht es mit der nächsten Frage, die ich hier für euch zusammengestellt habe. In welchem dieser Beispielsätze wird wieder, Achtung mit IE, im Sinne von zurück in den vorigen Zustand verwendet? Antwort A. Er ist endlich wieder gesund. Ich korrigiere das gerade, entschuldigt bitte. Er ist endlich wieder gesund. Oder Antwort B, kommst du morgen wieder? Oder ist es Antwort C, er hat schon wieder gelogen? Oder Antwort D, es regnet wieder einmal? Und welche Antwort ist hier bitte richtig? Antwort A, B, C oder D. Bitte entschuldigt den kleinen Rechtschreibfehler, den ich hier habe. Rechtschreibfehler nicht wirklich, aber Schreibfehler. Das zeigt doch, dass ich meine Sätze selber schreibe. Ja, so sieht es aus. Und welche Antwort ist denn bitte richtig, ihr Lieben? Sagt's euch laut vor und schon sind wir dabei. Beispielsätze, die das Wort wieder im Sinn widerspiegeln, möchte ich bald sagen, ja. In den vorigen Zustand zurückversetzen. Wieder, noch einmal, ja. Das wäre die Übersetzung für das Wort wieder mit IE, auffallend. Und es ist bitte natürlich in einen vorigen Zustand zurückversetzt ist jemand, der wieder gesund ist. Er ist endlich wieder gesund. Weil er ja zuvor krank war, ist er jetzt wieder in den Gesundheitszustand zurückgekehrt, wieder hier in seiner Herstellung wiederhergestellt, möchte ich sagen, eines früheren Zustandes, und hier ist die Gesundheit ausgesprochen. Wieder mit EE steht hier unten auch geschrieben, wahrhaft ist richtig, und das sagt einfach nur, dass man nochmal und wiederholtes Verhalten hier an den Tag legt oder Wiederherstellen eines zum Beispiel Gesundheitszustandes. Wahrhaft, so ist es, und der Zustand ist somit wiederhergestellt. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Warum schreibt man widerlich nicht mit IE? Antwort A, es ist eine Ausnahme in der deutschen Sprache. Antwort B, weil es ein Adjektiv ist. Antwort C, weil es gegen das Empfinden gerichtet ist. Oder Antwort D, man kann es sich aussuchen. Welche Antwort hierzu ist richtig? 10 Sekunden habt ihr wieder Zeit, ihr Lieben. Denkt nach, sagt's euch laut vor und dann will ich euch gerne gleich die Lösung dazu präsentieren. Und jawohl, laut vorgesagt? Sehr gut. Dann zeige ich euch nun die Lösung. Die Lösung ist die Antwort C, weil es gegen das Empfinden gerichtet ist. Ich kann es nicht mit IE schreiben, da wieder mit IE geschrieben so etwas hier präsentiert wie noch einmal ausführen. Wiederherstellung eines Zustandes hatten wir in der Folienfrage schon. Richtig. Und wieder ist immer kontra irgendetwas sein, also gegen etwas sein. Und von daher ist hier die Antwort C, weil es gegen das Empfinden gerichtet ist. Antwort C war hier richtig, ihr Lieben. So, nächste Frage. Welche grundlegende Bedeutung hat das Adverb wieder? Wieder mit IE. Es drückt einen Gegensatz oder einen Widerstand aus. Antwort A. Antwort B, es drückt eine Wiederholung oder einen Rückgang in einem früheren Zustand aus. Antwort B. Oder Antwort C, es wird verwendet, um eine zeitliche Abfolge wie danach zu beschreiben. Oder Antwort D, es fungiert ausschließlich als lokale Präposition. Was ist hier bitte die richtige Lösung? Und wiederum schenke ich euch 10 Sekunden, damit ihr schauen könnt, was ihr bereits wisst. Und dann vergleichen wir das gleich mit meiner Lösung.
Genau. So, und die Lösung dazu ist die Antwort B, ist richtig. Es drückt eine Wiederholung, sagte ich schon, wieder und noch einmal und noch einmal. Es drückt eine Wiederholung oder einen Rückgang in einen früheren Zustand aus. Jawohl, so ist es richtig. Das Wort wieder mit IE wird hauptsächlich verwendet, um auszudrücken, dass eine Handlung noch einmal geschieht oder ein alter Zustand wieder hergestellt wird. So sieht es aus, jawohl. Und die nächste Frage kommt jetzt noch. Welches dieser Wörter ist kein deutsches Standardwort? Antwort A, zuwider. Antwort B, widerlich. Antwort C, widersprüchlich. Oder Antwort D, widerwärtig. Welches ist kein deutsches Standardwort? Und ihr bekommt gerne wieder von mir 10 Sekunden Zeit, um euch die Lösung laut vorzusagen. Und das ist jetzt hoffentlich geschehen, sehr schön, wunderbar. Und die Lösung dazu ist doch deutlich sichtbar, oder nicht? Die Lösung ist die Antwort D. Da das Wort nicht richtig geschrieben ist, hier fehlt unser R im Wort. Widerwärtig hatten wir eben schon, wenn etwas Ekel oder Abscheu hervorruft, dann wird das Ganze so geschrieben, wie ihr es hier sehen könnt, und es wird bitte nicht widerwärtig geschrieben, sondern widerwärtig, weil wieder ohne E, also nur I geschrieben wird und das gegen etwas ist, also widerwärtig. Wäre hier richtig, schreibt man hier bitte mit er. Und hier ist es genauso, wie ich eben schon sagte, dass es hier heißt, widerwärtig bedeutet höchst unangenehm und hier ist es der Empfindung widerstrebend. Wenn man etwas sieht, was man nicht mag, dann ist das unangenehm und dann möchte man das nicht weiter sehen und dann möchte man hier zum Beispiel auch beim Video weiterschalten. Genau. Und die nächste Frage, die ich habe, ist hier, welcher Kasus wird bei wieder, nur mit I, als Präposition verwendet? Welcher Kasus wird mit diesem Wort wieder hier als Präposition aufgerufen? Antwort A, Dativ. Antwort B, Nominativ. Antwort C, Akkusativ. Oder Antwort D, Genitiv. Welcher Kasus folgt, wenn ich das Wort wieder verwende als Präposition? 10 Sekunden habt ihr wiederum, sagt's euch laut vor, damit ihr dann genau alles mitlernt und euer Gehör und Gehirn das Ganze auch mitnimmt und ihr glaubt gar nicht, wie viel das wert ist. Wenn man sich das laut vorsagt, kann man es besser lernen, besser speichern. So, und es ist die Antwort, C, Akkusativ natürlich. Akkusativ ist hier richtig, die Präposition wieder. Und hier ist es bitte nur mit I geschrieben. Gegen, möchte ich bald sagen, ja? Wieder, ich bin gegen irgendetwas, das ist dann wieder als Präposition. Verlangt immer den Akkusativ. Gegen wen oder was bin ich genau gerade? Tatsächlich könnte man das auch sagen, ja? Ich bin wieder irgendetwas. Gegen wen oder etwas bin ich. So ist es richtig, wenn ich es als Präposition verwende, komme ich immer wieder in den Kasus Akkusativ. Richtig so. Und es verhält sich genauso, wie ich gerade schon gesagt habe, wie die Präposition gegen etwas sein. Ich bin wieder irgendetwas. Ich bin gegen irgendetwas. Und hier ist es auch entgegen. Ich möchte das nicht, ja? Ich sage direkt, nein, das ist nicht so, wie ich das gerne hätte oder es ekelt mich fast, ja? Wir kommen zur nächsten Frage. Welchen Kasus löst das Wort wieder im Satz aus? Antwort A, immer den Akkusativ. Antwort B, immer den Dativ. Antwort C, den Genitiv, wenn es am Satzanfang steht. Oder Antwort D, keinen. Da es ein Adverb ist und den Kasus von Nomen nicht direkt bestimmt.
Welche Antwort ist hier bitte richtig, ihr Lieben? Und ihr bekommt wiederum 10 Sekunden von mir. Sagt's euch laut vor. Und am besten den ganzen Satz laut, damit euer Gehör und Gehirn das Ganze abspeichert und dann habt ihr einen großen Lerneffekt mitnehmen können. Die Antwort D ist richtig. Die Antwort D ist natürlich richtig, ihr Lieben. Habt ihr es gewusst, ja? Kein Kasus wird hier aufgerufen, da es hier ein Adverb ist. Und das Adverb ist hier unveränderlich. Es bleibt hier in diesem Satz wieder und es wird sich nicht verändern und regiert somit auch keinen Kasus. Das tun in einem Satz die Verben und die Präpositionen. Die bestimmen dann jeweils den Kasus. Aber das Wort oder das Adverb hier wieder tut das Ganze nicht. Und die nächste Frage kommt sofort. Wie nennt man die Eigenschaft einer Person, die sich widerspenstig verhält? Ist es die Antwort A, Widerwillen? Ist es die Antwort B, Widerlichkeit? Oder ist es die Antwort C, Widerspruch? Oder die Antwort D, Widerspenstigkeit? Was ist hier die richtige Lösung? 10 Sekunden habt ihr und schreibt mir gerne in die Kommentare hinterher hinein, was euch am schwersten gefallen hat und was ihr alles so einfach mal eben lösen konntet. Das interessiert mich ebenfalls. Schreibt's gerne für euch unten in die Kommentare rein. Ich lese mir jedes Kommentar durch. Und die Antwort D ist richtig. Widerspenstigkeit, aber natürlich. Und wir machen aus einem Adjektiv widerspenstig ein Nomen, in dem wir hinten keit, die Endung keit dran setzen. So wird aus einem Adjektiv, wie eine Person ist, wird dann so hier eine Eigenschaft der Person und das ist die Widerspenstigkeit. Wird einfach ans Ende dran gesetzt und schon haben wir das hier richtig für ein Nomen deklariert, möchte ich sagen. Widerspenstigkeit bedeutet Gegenwehr, Auflehnung, Unfolgsamkeit und Widerstand gegen alles und jeden. Das ist widerspenstig, eine widerspenstige Person. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Was passiert grammatikalisch, wenn wieder als Verbzusatz zum Beispiel wiederkommen verwendet wird? Die Bedeutung des Verbs kehrt sich immer ins Gegenteil um? Antwort A. Antwort B. Es handelt sich meist um ein trennbares Verb, bei dem wieder im Hauptsatz am Ende stehen kann? Oder ist es Antwort C. Wieder wird in diesem Fall immer groß geschrieben? Oder Antwort D. Das Verb wird dadurch reflexiv? Was ist hier die richtige Antwort? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit, damit ihr euch das laut vorsagen könnt. Und wir schauen uns gleich gemeinsam die Lösung an. Und die Lösung dazu ist die Antwort B. Wenn ihr euch B laut vorgesagt habt, dann ist das hier bitte die richtige Antwort. Es handelt sich meist um ein trennbares Verb, bei dem wieder im Hauptsatz am Ende stehen kann. Und hier ist es so als Beispielsatz, den ich euch hier geschaffen habe. Ich komme morgen wieder. Und ich hatte schon in der Frage das trennbare Verb verwendet, wiederkommen. Und das kann ich jetzt mit diesem Beispielsatz hier nur bestätigen, dass Antwort B richtig ist. Ich komme morgen wieder. So sieht's aus, meine Lieben. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank für das Zuschauen und für die vielen Likes, die ich mittlerweile hier bekomme. Dankeschön, abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Tschüss.